Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video ist ein ganz kurzes, kleines Update. Das heißt, das Video wird auch nicht sonderlich lang. Ich hatte ja, ich glaube, das war das vorletzte Video, was online lief, euch gezeigt, dass ich bezüglich meines Zeitmessgeräts auf den RN Pro umgestiegen bin. Und ich hatte ja in dem Video, wo ich das Gerät ein bisschen vorstelle, auch gezeigt, wie ich jetzt die erste Version oder die erste Halterungsversion im Auto eben verbaut habe. Und ich hatte dann kurz darauf auch ein Trackday, deswegen musste das alles ein bisschen schnell gehen. Dann gab es ja noch das Problem mit dem 3D-Drucker, dass der bei mir dann nachher nicht mehr wollte. Der funktioniert jetzt wieder, sowohl mein alter als auch mein neuer 3D-Drucker. Für alle, die es interessiert, ich habe so einen DaVinci 3D-Drucker, einen 1.0er, noch ein sehr frühes Modell. Und ich habe alles probiert, den Feeder habe ich gereinigt, ich habe die Düse gereinigt, das hat einfach nicht geholfen. Er hat nach einer gewissen Zeit einfach immer angefangen zu verstopfen. Das bedeutet also, das Filament wurde nicht mehr gleichmäßig eingeführt und er hat sozusagen noch so bröckchenweise Plastik ausgespuckt. Der Support konnte mir nicht helfen. Ich habe dann einfach auf Verdacht einen komplett neuen Extruder bestellt, also diese Einheit, die das Filament aufschmilzt und danach aufbringt. Und siehe da, mit dem neuen Extruder funktioniert es. Der Drucker ist jetzt ca. 3 oder 4 Jahre alt. Ich vermute einfach, dass diese Heizeinheit Effizienz verloren hat und insgesamt nicht mehr so warm wurde wie zu Beginn. Sprich, das Filament eben einfach nicht mehr so flüssig wurde und deswegen immer wieder verstopfte. Also für alle, die auch so einen Drucker haben und ähnliche Probleme, wenn ihr alles andere schon probiert habt, versucht es mal mit einem neuen Extruder. Bei mir hat das sehr gut funktioniert. Das aber nur am Rande. Wie gesagt, heute geht es jetzt darum, die zweite Version des Halters zu installieren. Ihr seht hier, das ist jetzt rot. Das war jetzt eben das Filament, was ich da hatte. Ist da im Fußraum auch relativ wurscht. Zur Not kann ich das Ganze auch noch mit einer schwarzen Folie folieren oder irgendwann nochmal tauschen. Mir ist jetzt wichtiger, dass das einfach stabil hält, denn hier, die Version hat zwar am Trackday gehalten, aber so richtig 100% fest ist sie nicht. Denn ich habe ja nur ein Loch. Ich wollte auch eigentlich nur bei einem Loch bleiben, habe mich jetzt aber dazu entschieden, hier eben tatsächlich alle 3 Löcher zu verwenden. Und das bedeutet, ich werde jetzt die bestehende Version einmal abmontieren und dann eben neue Löcher bohren, 2 Stück, ganz außen, links und rechts, um dann eben den neuen Halter mit 3 Punkten zu fixieren. Das heißt also hier an dieser Originalverkleidung zu fixieren, um dann eben wirklich sicher zu sein, dass ich das Gerät nicht mehr verdrehen kann. Das heißt, ich hole jetzt den Bohrer raus und wir fangen an, direkt diese Löcher zu bohren. So, das erste, was ich jetzt mache, ist das Gerät demontieren. Ich habe ja hier auf der Rückseite meine große Kontermutter. Die werde ich jetzt lösen. Jetzt, wenn die Mutter gelöst ist, kann ich das Gerät auch schon entnehmen. Hier ist jetzt also das Gerät. Und was ich jetzt machen werde, ist eben auch diese beiden Schrauben noch lösen, um eben den Halter abzubekommen. Denn ihr seht, der ist ja wie gesagt auch nicht komplett gerade, weil der ein bisschen zu kurz war. Und wenn ich den Halter jetzt gelöst habe, dann baue ich die Zentralschraube einmal um und markiere mir die Löcher, die ich noch bohren muss, in meiner Originalverkleidung. So, ich nehme jetzt hier so einen Sechskant, um hier hinten die Schraube zu fixieren. Dann habe ich hier eben entsprechend eine 8er Nuss und kann dann hier das Ganze lösen. Das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Wenn ich das gelöst habe, drehe ich das jetzt raus. Jetzt kann ich den Halter hier nach oben wegziehen. Bekomme hier die Unterlegscheiben raus. Habe hier also meine Unterlegscheiben, meine Muttern. Habe den Halter. Ich werde jetzt hier noch die Schrauben, die kann ich eigentlich erstmal drin lassen. Das ist völlig egal in dem Moment. Was jetzt wichtig ist, ist eben diese Zentralschraube. Die brauche ich wieder. Die nehme ich raus, die setze ich jetzt hier in mein neues Teil ein. Die sitzt jetzt, das kennen wir ja schon.
Jetzt mache ich noch einmal eine Montageprobe, um zu gucken, ob es vom Abstand her besser geworden ist. Ja, deutlich besser. Das Ganze fällt jetzt oder lässt sich sehr leicht hier durch diesen Halter führen. Ich habe jetzt hier meine beiden Gewindegänge. Das ist also sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt hier auch genug Gewinde, dass wir durch das Teil durchkommen, also durch das Verkleidungsteil. Denn das Verkleidungsteil ist ja nicht sonderlich dick. Und dadurch, dass wir jetzt dann eben 3 Haltepunkte haben, kann sich das Gerät auch nicht mehr verdrehen. Das ist eben jetzt das Wichtige oder der große Unterschied zu der ersten Version. Zum einen, wie gesagt, ist jetzt eben das Ganze ein bisschen breiter, sodass das hier auch perfekt und ohne Spannung passt. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben 3 Haltepunkte anstatt nur einen oder anstelle nur einem Haltepunkt. Das bedeutet, ich werde jetzt den Halter hier ansetzen. Ich schau mal, wie ich das hinbekomme. So müsstet ihr das gut sehen können. Ich setze den jetzt hier an. Hier unten ist jetzt ein klein bisschen Plastik im Weg, das ist aber nicht so schlimm, denn ich muss ja nur so ein erstes Markierungsloch hinbekommen und den Rest bohre ich dann von der anderen Seite durch. Das heißt, ich hole mir jetzt noch einen Bohrer und dann kann ich anfangen, hier entsprechend durchzubohren. So, ich habe mir jetzt entschieden, hier einen 4er Metallbohrer zu verwenden. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen an die Kante gelegt, sodass die große Schraube hier unten durchkommt und eben frei ist, dass ich das Teil möglichst stark auflegen kann. Und jetzt werde ich sowohl hier einmal, Moment, so könnt ihr das besser sehen, hier einmal ein Loch durchbohren und dort hinten auch. Und dann werde ich den Halter wieder entfernen und von der anderen Seite oder auch von dieser Seite, ist eigentlich völlig wurscht, das Loch eben auf die Größe bringen, dass ich die Schraube durchbekomme. Oder beziehungsweise meine große Metallschraube da hinten. Das sind wir hier einmal durch. Jetzt mache ich das gleiche hier hinten noch. Dafür drehe ich das Teil jetzt, damit ich mir hier nicht in den Tisch bohre. Bin ich hier auch durch. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich 2 Löcher haben. Ich entferne jetzt einmal hier den Halter. Jawohl, wir haben 2 Löcher. Hier und hier. Das gleiche sieht man auch auf der anderen Seite. Wir haben hier und hier nur noch ein zusätzliches Loch. Jetzt schaue ich einmal, wie groß mein Loch sein muss, um die Schraube durchzubekommen. Das reicht auf jeden Fall noch nicht hier von der Lochgröße. Das heißt, hier muss ich auf jeden Fall noch größer werden. Ich würde mal vermuten, dass das ein 8er ist. Ich muss mal gerade schauen, ob ich hier irgendwo eine Schieblehre habe. So, jetzt habe ich eine Schieblehre geholt. Jetzt kann ich hier einmal messen. Das Ganze ist 5er. 5er Durchmesser. Was sagt mein Bohrer? Bohrer sagt 3. Interessant. Gut, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen größeren Bohrer. Den werde ich jetzt mal organisieren. So, ich habe mir jetzt hier lustigerweise einen 6er Bohrer geholt. Und der 6er Bohrer hat einen 5er Durchmesser. Ja. Also zumindest unten am Stiel einen 5er Durchmesser. Ich kann natürlich auch probieren. Ich bin mal lieber vorsichtig und bohre tatsächlich einmal erst mit dem 5er, bevor ich dann nachher auf den 6er gehe. Größer kann man ja immer das Loch wählen, kleiner wird dann schwierig. Deswegen spanne ich jetzt doch erstmal einen 5er Bohrer ein. Erweitere hier jetzt mal das Loch. Dann schnappe ich mir eine von meinen Schrauben.
versuche die hier durchzuführen. Möglichst ohne Plastikreste. Ja, 5er passt perfekt. Okay, wunderbar. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn der 5er Bohrer jetzt nicht zur 5er Schraube passt, aber gut. Das Loch ist auch da. Kontrolliere ich auch hier bei dem Loch. Passt auch. Hervorragend. Jetzt mache ich hier ein bisschen sauber und sauge die ganzen Krümel weg. Und dann werde ich den RN Pro hier entsprechend montieren. So, die Löcher sind also jetzt gebohrt. Jetzt montiere ich einmal den RN Pro Halter. Dann setze ich einmal meine Kontermutter an. Ich da schon mal so ein bisschen das Ganze platziert habe. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Natürlich hat sich die Schraube verabschiedet. Kleinen Moment, die muss ich erst wieder suchen. So, jetzt wie gesagt, Schraube habe ich wieder gefunden. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Mal schauen, ob ich das hier für euch auch gut eingefangen bekomme. Also ich muss jetzt hier den RN Pro unten drunter legen, die Schraube durchführen, durch den RN Pro und durch das Loch und dann einmal fixieren. Da könnte man jetzt tatsächlich mehr Hände, mehr Platz gebrauchen. Ich versuche das jetzt mal, dass ihr das auch sehen könnt. Dadurch baue ich die Kamera noch mal ein kleines bisschen um. So, ich hoffe, man kann das jetzt besser erkennen. Ich führe also jetzt, wie gesagt, im ersten Schritt erstmal nur auf einer Seite die Schraube durch das Gehäuse. Dann muss ich das Ganze schon mit dem Schraubenzieher eben entsprechend in Position halten. Hier durch den Halter durchfädeln, um dann hier oben ein Loch zu treffen. Was wirklich schwierig ist. Ich versuche das Ganze jetzt durch Drehen so ein bisschen leichter in Position zu bekommen. So, die eine Seite ist schon mal so ein bisschen durch. Man kann das hier leicht erkennen. Ich drehe das jetzt noch ein Stück weiter. Jetzt nehme ich hier meine Mutter und bringe die schon mal an, dass mir die Schraube nicht mehr abhaut. Ist jetzt wirklich schwer einzufangen mit der Kamera, aber hier fehlen mir jetzt einfach ein paar Hände. Jetzt nehme ich meine zweite Schraube, platziere die auf der anderen Seite, auch wieder durch das Gerät durch den Halter durch und dann hier oben, das ist wirklich schwer zu erkennen, und dann hier oben durch das Loch durch. Ich muss das jetzt mal kurz seitlich halten, weil ich das dann einfacher habe, das da durchzubekommen. Aber ich merke schon, wie das greift. Ich würde sagen, die ist jetzt maximal eingedreht. Ich kann das jetzt hier auch, denke ich, ganz gut erkennen. Dann nehme ich wieder meine Mutter. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich die Unterlegscheibe auch hervorragend. Ich kriege sogar noch die Unterlegscheibe drunter. Das mache ich auf der anderen Seite auch gleich. Das ist mir nämlich deutlich lieber, wenn dann hier noch eine Unterlegscheibe dazwischen ist bei diesem doch relativ dünnen Plastik, dass sich die Kraft oder die Last einfach ein bisschen besser verteilt. Werde ich hier auf der anderen Seite die Mutter nochmal entfernen und nochmal nachdrehen das Ganze. Vielleicht können wir da ja auch noch ein bisschen, oder beziehungsweise da müsste auch noch mal ein bisschen Gewinde kommen. Ja, dem ist auch so. Ist auch noch mal ein bisschen Gewinde rausgekommen hier. Da packe ich jetzt auch meine Unterlegscheibe drunter. Meine Mutter oben drauf. Nehme ich mir hier meine Ratsche und ziehe das Ganze fest. Das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch mal.
Es ist wirklich schwierig, euch das irgendwie einzufangen, weil das Bauteil halt hier vorne auch diese blöde Wulst hat, die nimmt einen jede Sicht. So, das ist aber jetzt auch fest. Jetzt haben wir also insgesamt 3 Haltepunkte. So, hier kann man es jetzt schön erkennen. Wir haben also jetzt 3 Haltepunkte. Wir haben sowohl einmal außen links oder rechts, je nachdem wie man es sehen möchte, einen Haltepunkt und eben den Haltepunkt in der Mitte. Das Ganze auf der Rückseite, wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben hier eben jetzt eine Unterlegscheibe mit der Mutter, hier eine Unterlegscheibe mit Mutter und hier in der Mitte eben unsere große Schraube mit der großen Mutter. Das Ding sitzt jetzt wirklich, also da tut sich jetzt gar nichts mehr. Das ist wie mit dem Teil verschmolzen. Also das ist jetzt wirklich eine super gute Lösung in Sachen Stabilität. Da verrutscht überhaupt nichts mehr. Das kann sich jetzt wirklich sehen lassen. Also wie gesagt, die erste Version, die hat auch schon gut gehalten. Ich hatte sie ja bei einem Trackday im Einsatz, war da auch sehr zufrieden. Die hat den ganzen Trackday über durchgehalten. Sie hat sich auch nicht verdreht, ja, weil diese Schraubenköpfe, die hatten sich hier ein bisschen in das Plastik gebissen. Aber so ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. So ist das wirklich super stabil. Also wenn ihr auch so ein RN Pro habt, in einem BMW M2 oder in einem ähnlichen Fahrzeug, wo ihr das Gerät vielleicht so montieren könnt, irgendwo auf der Beifahrerseite oder an einer anderen Verkleidungsstelle, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Zugänglichkeit ist super, also auch das, wie gesagt, ich hatte es mir erstmal nur so grob ausgedacht in der Theorie, aber auch am Trackday, das war klasse. Dadurch, dass das eben so weit vorne hier ist, weil das ja direkt durch mich sozusagen im Zugriff ist auf der Fahrerseite, also ich kann von der Fahrerseite direkt hier rübergreifen. Dieser Punkt ist am nächsten auf meiner Seite oder von der Fahrerseite aus zu erreichen, denn dieser Punkt ist ja in Richtung Mitteltunnel des Fahrzeugs. Das heißt, ich komme also mit meiner rechten Hand komme ich hier wunderbar an das Gerät. Ich kann hier die einzelnen Anschlüsse bedienen, ich kann das Gerät ein- und ausschalten. Also das ist wirklich von der Position und der Bedienbarkeit her richtig, richtig klasse. Da bin ich wirklich sehr zufrieden und auch die Aufnahmequalität, also sprich die Motorengeräusche, die sind hier im Beifahrerfußraum wirklich schön zu hören gewesen. Also das war auch eine gute Soundqualität, denn das Gerät hat hier ja 2 Mikrofone und da muss man ja auch immer gucken, dass man die so platziert, dass das eben ja von der Position her so ist, dass man da auch Motorgeräusche und ähnliches noch mitbekommt. Also da, wie gesagt, ich bin wirklich top zufrieden. Klar, die Farbe, es ist rot, okay, ja. Dafür kann man jetzt natürlich ein bisschen meckern, aber das stört mich gar nicht. Irgendwann werde ich das wahrscheinlich einfach nochmal in schwarz drucken, vielleicht auch nicht, denn das Ding sitzt ja wie gesagt hier so unten im Beifahrerfußraum drin. Also wenn man überhaupt was sieht, sieht man vielleicht diese beiden roten Schatten im Fußraum. Ansonsten wird man nichts erkennen können von diesem roten Halter. Insofern stört mich das, wie gesagt, überhaupt nicht. Jetzt packe ich das Ganze wieder ins Auto. Das ist, wie gesagt, nur ein ganz kleines Video. Ich weiß, es ist sehr kurz. Ich hatte euch ja auch versprochen, auch noch zu zeigen, wie ich die Verkabelung im Fahrerfußraum mache. Da habe ich bisher aber nur eine temporäre Lösung. Da habe ich noch keine vorzeigbare Dauerlösung. Das heißt, das werde ich irgendwann auch nachreichen. Jetzt habe ich zumindest schon mal den ersten Schritt nachgereicht, also sprich die finale Halterversion, die eben auch wirklich sehr, sehr gut passt und das Gerät super solide im Auto fixiert. Und demnächst gibt es dann eben nochmal ein Upgrade- oder Update-Video zum Thema Verkabelung des OBD und Stromkabels im Fahrerfußraum. Durchgeführt habe ich es ja schon, das habt ihr ja schon gesehen. Das Einzige, was jetzt eben noch fehlt, ist die saubere Verkabelung im Fahrerfußraum. So. Also wie gesagt, ich hoffe, es war hilfreich, auch wenn es etwas kurz war. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao!